Im Landesmuseum in Halle sehen Sie normalerweise keine Keramikmassen, wie man das häufig sieht. Sie finden auch kaum Textwüsten. Wir versuchen im Landesmuseum, die Funde selbst sprechen zu lassen. Und da braucht man etwa bei Keramik immer nur ganz ausgewählte Stücke, die typisch sind für die jeweilige Kulturgruppe. Und man muss versuchen, die Archäologie aus meiner Sicht anders darzustellen. Manchmal ist es allerdings sinnvoll, solche Abläufe zu zeigen, gleichsam typologische Tafeln zu machen. Und das haben wir hier hinter mir gemacht. Hier haben wir etwas ganz Spannendes gezeigt, nämlich die Schnurkeramik, einige typische schnurkeramische Gräber und dann die Glockenbecherzeit und die Glockenbechergräber, denn beide Kulturen sind sozusagen antagonistisch. Beide Kulturen kommen aus dem Osten zu uns. Die Schnurkeramik früher etwa um 2600, vielleicht 2700 frühestens zu uns nach Mitteldeutschland. Die Glockenbecherleute einige Jahrhunderte später. Aber sie leben praktisch miteinander und nebeneinander, gleichsam verzahnt, wenn auch nicht immer direkt nebeneinander. Und die Schnurkeramikkultur, das wissen wir genetisch, geht in der Glockenbecherkultur auf und aus beiden entwickelt sich dann die sogenannte Aunititzer Kultur. Und das kann man eigentlich ganz gut auch an der Keramik nachvollziehen. Wir beginnen hier mit schnurkeramischen Gräbern, dann kommen Glockenbechergräber dazu mit Mischinventaren, mit schnurkeramischen und Glockenbecherelementen. Und das Ganze geht aus Glockenbecher in Aunititz über, wo man sieht, dass die frühe Aunititzer Keramik noch sehr glockenbecheroid, glockenbecherartig ist, allerdings ohne die typische Glockenbecherverzierung. Das Ganze ist nicht völlig unkomplex und ist eigentlich für den normalen Besucher nicht von allerhöchstem Interesse. Es war allerdings eine Wand, die von den Studenten und den Universitäten, die uns ja auch besuchten, immer sehr gern genutzt wurde, um solche sogenannten typologischen Abfolgen und solche typologischen Entwicklungen an der Keramik zu zeigen. Da man es allerdings auch in unserer Studiensammlung ganz gut verfolgen kann und natürlich die Studenten und die Professoren dort Zutritt haben, haben wir beschlossen, diese eigentlich schöne Installation beim Umbau dieses Raumes wahrscheinlich zu verändern, sodass Sie diese Installation hier vielleicht noch ein Jahr sehen werden, um dann später, wenn Sie Studierender sind oder wenn Sie Zugang haben zu unserem Lager, das Ganze gegebenenfalls wieder ins Lager zu sehen. Ich erzähle das, weil das Museum und jedes Museum ist ein lebender Raum. Das ist ein Raum, den man immer wieder mit neuen Erkenntnissen verändern muss. Das sind Räume, in denen auch etwas passieren muss. Und warum ändern wir diesen Raum in Zukunft? Weil wir Pömmelte entdeckt haben und weil Pömmelte von europäischer, wenn nicht Weltbedeutung ist und weil etwa Pömmelte, aber auch andere Neuentdeckungen keinen Platz bisher in diesem Raum haben, in diesem Raum, der so wichtig ist, weil er direkt über die Frühbronzezeit, über die frühe Frühbronzezeit und das Spätneolithikum zur Himmelsscheibe von Nebra führt, die sich dann einen Raum weiter befindet.